Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. In dem heutigen Video geht es um Erwin Schulhoff, ein Komponist, der meiner Meinung nach zu den interessantesten Musikerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts gehört. Schulhoff wurde 1894 in Prag geboren. Sein Vater war ein Wollhändler und insbesondere während des Ersten Weltkriegs kam er zu großem Reichtum und gehörte zu den wenigen Millionären in Prag. Allerdings verlor er während der Inflation 1923 sein gesamtes Vermögen und er starb dann praktisch mittellos, über 80 Jahre alt, interniert im Konzentrationslager Theresienstadt. Die musikalische Begabung von Schulhoff kam zunächst vor allem von der mütterlichen Seite. Die Mutter war die Tochter des damals relativ bekannten Geigers Heinrich Wolf. Doch auch väterlicherseits gab es eine musikalische Begabung. Der Großonkel Julius Schulhoff war ein bekannter Pianist und Komponist und war mit Chopin befreundet. Mit 3 Jahren begann Schulhoff sich für das Klavier zu interessieren und schon sehr schnell zeigte sich eine außerordentliche musikalische Begabung. In dem Bild, das eingeblendet ist, sieht man ihn übrigens im Alter von ungefähr 4 Jahren auf der linken Seite mit seinen Geschwistern. Als er 7 Jahre alt war, zeigte ihn die Mutter dem damals sehr berühmten und auch heute noch natürlich berühmten Komponisten und Direktor der Musikhochschule in Prag, Antonín Dvořák. Und Schulhoff beschreibt in seinen Tagebüchern recht eindrucksvoll, wie widerwillig zunächst Dvořák sich überhaupt mit ihm befassen wollte, doch als er herausfand, dass er ein absolutes Gehör hat, nahm er ihn unter seine Fittiche und in den folgenden Jahren bekam er Klavierunterricht bei dem bekannten Klavierpädagogen Heinrich Kahn. 1908 verließ er seine Heimatstadt und ging nach Leipzig, wo er sein Klavierstudium fortsetzte und Kompositionsunterricht bei Max Reger bekam für einige Monate, doch Max Reger hinterließ einen bleibenden Eindruck. 1910, mit 16 Jahren, kehrte er dann in seine Heimatstadt zurück und wollte sich mehr der Schule widmen und seinen allgemeinen Studien widmen. Doch schon 1911 verließ er wieder seine Heimat und ging nach Köln, um dort sein Musikstudium fortzusetzen. Dieses Studium wurde dann 1914 mit Beginn des Ersten Weltkriegs jäh unterbrochen. Schulhoff diente in den folgenden Jahren als Soldat in Russland und auch in Italien. Die genauen Aufenthaltsorte sind nicht mehr bekannt. Als dann der Erste Weltkrieg vorbei war und Schulhoff immer noch recht jung war, beschrieb er, wie er vom Jungen zum Mann wurde in seinem Tagebuch. Und ich finde diesen Eintrag auch sehr interessant, weil sich da schon sehr deutlich die durchaus selbstbewusste Haltung von Erwin Schulhoff zeigt. Es wurde mir gesagt, dass ich einmal ein Junge mit erwartungsvollen Augen war. Nun hätte ich mich verändert. Freilich, die Augen sind es nun nicht mehr, aber innerlich werde ich vielleicht mein ganzes Dasein erwartungsvoll sein. Der Sprung von Sensation zu Sensation. Ich bin wirklich empfindlich geworden gegen die einzelnen Dinge. Aber das ist nicht krankhaft bei mir, auch keine nervöse Überreiztheit, die ich vielleicht aus dem Felde mitbrachte. Niemals nur gesunder Intellekt. Also durchaus überzeugt von sich selbst, kehrte er in seine Heimatstadt Prag zurück und hatte aber Probleme, seinen künstlerischen Werdegang zu beginnen. Er verfiel sogar zeitweise auch in Depressionen und verließ dann 1919 wieder seine Heimatstadt und zog zu seiner Schwester Viola nach Dresden. Dort war er dann stark beeinflusst von damaligen modernen künstlerischen Einflüssen. Zunächst von der Dada-Bewegung in Berlin und dann aber sehr stark vom Jazz. Ein Element, das seine Musik bis 1931 sehr stark prägen sollte. In Dresden hatte er dann zunehmend Auftritte als Pianist und auch seine Werke wurden zunehmend aufgeführt und vor allem als Konzertveranstalter machte er sich auch einen Namen. Er veranstaltete Konzerte mit zeitgenössischer Musik.
In den folgenden Jahren lebte er dann zum Teil in Saarbrücken, dann zog er wieder weiter nach Berlin, hatte ein ziemlich rastloses Leben, hatte zahlreiche Liebesbeziehungen und war auch sonst recht unstet in seinen Beschäftigungen. Was ihn allerdings prägte, war eine große Lust an der künstlerischen Provokation. 1921, mit 27 Jahren, heiratete er dann und ein Jahr später wurde sein Sohn Peter geboren. Das ist auch die Zeit, in der die Tanzgroteske Die Mondsüchtige entstand, ein Werk, das wir neu eingespielt haben. Oben der Link zu den ersten Sätzen dieses Stückes. Auf mehrere Videos aufgeteilt haben wir aber das ganze Werk eingespielt und es ist insofern vielleicht eine besondere Einspielung, als dass es mit der Originalbesetzung, nämlich nur mit Streichquintett aufgenommen wurde und in dieser Besetzung gibt es tatsächlich keine Studioaufnahme. 1923 kehrte er dann schließlich nach Prag zurück und hatte aber Probleme, sich als Pianist und als Komponist durchzusetzen. Auch da schrieb er einen Eintrag in sein Tagebuch, den ich wieder erstaunlich finde, weil es zeigt sich wirklich, wie er sich als Mensch entwickelte. Unglaublich überheblich und also wirklich vielleicht das, was man ein Dandy bezeichnen würde. Leider muss ich euch, liebe Mitbürger, über meine Person noch immer enttäuschen, da ich der gewöhnliche Jid geblieben bin und vermutlich auch bleiben werde. Was ihr nach meinem Ableben aus mir machen wollt, das ist mir gänzlich einerlei. Ich bleibe, solange ich lebe, stets der ich bin. Ich lasse alle Posen weg, ihr braucht kein gutes Haar an mir zu lassen. Ich bin Radfahrer mit Passion, ich interessiere mich für schöne Frauen. Tiere zu beobachten ist mir ein Genuss. Ich bin nicht nervös, ich habe den Fehler, Menschen sofort zu durchschauen und bin deswegen nicht sehr beliebt. In Prag, meine Heimat, die ich über alles liebe, bin ich der Bestgehasste. Und ich war es bisher überall, wo ich war, weil ich mehr konnte wie alle. Ich habe entschieden ein prächtiges Dasein. Freunde, die mich ausnützen, ausnützen, ausnützen. In den folgenden Jahren hatte er dann tatsächlich zunehmende Erfolge als Pianist und auch als Komponist und wurde international wurde seine Musik aufgeführt und auch als Pianist war er international gefragt. Ab 1927 kam dann ein großer Wandel in sein Leben. Er hatte zunehmend Kontakt zur sowjetischen Vertretung in Prag und er begeisterte sich zunehmend für den Kommunismus und auch seine Musik wandelte sich ab 1931 absolut radikal. Er wandte sich dem sozialistischen Stil zu und auch dazu schreibt er wieder recht eindrucksvoll in seinem Tagebuch. Ich schreibe heute keine Note mehr wie vorher, keine zeitgenössische Musik der internationalen Schablone wie einst, keine formalistischen Spielereien oder Klangtendeleien. Meine Musik ist nicht versonnen, sie enthält keine dekadenten Lyrismen und hysterischen Ausbrüche. Sie ist hart geworden, unerbittlich und kompromisslos. Sie steht genau in der Mitte zweier Welten, die einander gegenüberstehen. Die eine Welt ist noch nicht reif und die andere Welt ist vollkommen überaltert. Möge nun einmal der liberalisierende Demokratismus weggefegt werden, diese Maske, unter welcher sich die ärgste Betrügerei und Scheinheiligkeit verbirgt und die keine Schandtat scheut. Das ist wohl richtiger Kehricht und Verpestung. Die folgenden Jahre wurden für Schulhoff aber immer schwieriger. Schon 1928 war seine Ehe zerbrochen, er hatte nun eine neue Frau und neben diesen privaten Turbulenzen hatte er auch zunehmende finanzielle Sorgen. Seine Auftritte als Pianist waren als Jude mit Aufstieg des Nationalsozialismus immer weniger gefragt. Auch seine Musik wurde immer weniger aufgeführt. Und 1935 musste er schließlich eine Stelle beim tschechischen Rundfunk annehmen. 1939, am 15. März des Jahres, zog die Wehrmacht nach Prag ein. Und das war der Wendepunkt, ab da es absolut desaströs für ihn wurde. Seine Freunde
drängten ihn dazu zu emigrieren, doch er zierte sich zunächst, beantragte die sowjetische Staatsbürgerschaft, die er dann 1941 tatsächlich auch erhielt. Und wenige Tage später, die deutschen Truppen überfielen die Sowjetunion, wurde Erwin Schulhoff in Prag verhaftet und auf die Wülzburg gebracht, ein Lager für feindliche Kämpfer. Und dort starb er dann im nächsten Jahr 1942 im August an Tuberkulose.